The Korean NA versus EU arc is in full effect, but now it seems like it has suddenly ended, at least for quite a few streamers such as Dantes, TFBlade, Scenarias, Alois, and a few others. This is all because Was ist das für ein Bild? Warum streamt er so? Streamers such as Dantes, TFBlade, Scenarias, Alois, and a few others. Ist das Elite 500? This is all because of some drama regarding TFBlade and LS a few days earlier, which somehow managed to get multiple but innocent streamers banned. And the worst part of it all is that Riot refuses to unban the innocent streamers. Let's get straight into it. So the timeline of events, as I understand it, it starts with none other than TFBlade. But before that, if you live under a rock, we gotta give some context. Big streamers within Europe and North America have invaded Korea, if I can call it that, and there's basically a huge ladder of NA versus Europe. With that being said, if you have watched some news sources, basically what happened is that TFBlade and LS, also known as Last Shadow 9, were involved in some drama. TFBlade being a high elo player, reaching rank 20 at some time during his run in Korea, and he was also previously rank 3 in a previous Korean run, and then you have LS, which is sitting at Masters in Korea. So LS isn't actively taking a part in the race though, but both of them would play together in a game of League of Legends. Now, TFBlade already has some beef with LS, and this was his reaction once he knew that he was in a lobby with LS. Oh, is my MMR this slow that I'm playing with a reject like fucking LS? How the fuck am I playing with this diamond fucking freak? Look at this fucking reject. He never picks anything. Duo queues to Masters every year. Why the fuck do I play with all these fingers? Now, if you think that is an interesting reaction, LS would also respond quite harshly back to this, and he would even seemingly cook TFBlade alive. How can anyone support you? You're a goblin! No one likes you, which is why every time your boot camp run ends, your viewership goes to nothing! You literally have no friends in the entire scene! Your entire friendship circle is the same circle for the last 6 years. It's people who know you IRL. It's people who were friends with you before you even blew up. You get body slammed by amateur players in North America. I play in scrims versus LCK players. We are not the same. You can go and have your solo queue adventures, and you're an excellent solo queue player. I think that you're a great solo queue player. Absolutely. We are not the same. You lose lane to amateurs in NA. In addition to that. Okay, also, das ist ja einfach nur cringe. Also von beiden Seiten cringe. Und dieses, dass er ein Goblin ist, like, was das für, also warum? Und dass er dann so Diamond Freak Reject, also LS, auch Big Cap, er scrimmt niemals. In keiner Welt scrimmt LS gegen LCK-Spieler. Er hatte ein Team, wo er gecoacht hat, wo er vielleicht mal reingesubbt hat, so Game 1, der Support hat sich den Fuß verstaucht und es kommt zu spät zu Scrims oder so, er hat vielleicht mal reingesubbt. So das, vielleicht sagt er, vielleicht bezieht sich darauf. Aber uns ist Big Cap an der Stelle, er ist viel schlechter als alle LCK-Spieler und obviously dieser Dude hier, wie heißt der, TFBlade, einer von vielen NA-Streamern, die halt sehr geprägt sind von der NA-Streaming-Szene. Gut in Solo-Queues, sehr toxisch, sehr von Teil geprägt und damit Leute anzieht, weil er halt natürlich Leute einfach antagonized, er beleidigt andere Leute und hat dadurch immer so ein bisschen Drama, was Aufmerksamkeit mit sich bringt, wie er gerade jetzt, wie er scheinbar LS beleidigt hat und auch viele andere Solo-Queues in der Vergangenheit, wir haben es öfter auch gegen ihn in Europa gespielt, hat auch immer permanent Leute beleidigt, genau wie Teil. Als Teil in Europa war da auch geschrieben, Leute sollen sich hängen gehen. Ist halt einfach ein sehr beliebter Streaming-Style bei vielen Leuten, die die englischsprachige Szene verfolgen. Ist kein Streaming-Style, den ich so geil finde, aber Riot muss sich halt nicht wundern, wenn ihre Community teilweise diese Leute als größte Aushängeschilder haben, wie halt Tyler One und TFBlade, dass die Community toxic ist. Ganz objektiv gesehen ist er einfach nur ein Solo-Spieler. Wie viele Leute ist halt ein Solo-Queue gut, aber competitive sehr limitiert in dem, was er machen könnte, wenn er jemals Pro-Play spielen würde. Sehr limited. That the incident would happen where basically TFBlade was mid lane, trading against the opponent, but he was overextending as the enemy jungle was taking Drake, and he would gank mid after taking the Drake, which resulted in TFBlade dying. Now, the majority of people would agree with LS is in the right, which is basically where TFBlade should not have fought and just backed off. And I mean, as a Grandmaster player myself, I would agree that TFBlade is in the wrong. I think that the flame got very personal. Wo ist doch scheißegal, wer recht hat. Hä? Oder waren wir gerade dabei, ein Gameplay zu analysieren? Ich habe nichts gesehen, was die so analysieren wollten. Ist doch kackegal, wer recht hat. Auch wenn du im Unrecht bist oder selbst wenn du recht hast, du hast anders miteinander zu reden. Was ist das? Oh, Essen ist da.
so it's a bit rough to witness, but nevertheless, fast forward a few days, TF Blade would be toxic and flame a lot in solo queue. So wie immer. He would flame Korean streamers, YouTubers, and even pro players. I mean, hell, here's even Malice posting a clip of TF Blade being really obnoxious in solo queue, you know, following his jungler around. Little known to TF Blade, this would have tremendous consequences, and not only to him, but in fact to many people in this race like Dantes, Detention, Yamato, Cenarius, and Aloys. In addition to this toxicity by TF Blade, Detention, which is an NA streamer, would also get into a game with a pro player, and the pro player himself would say that he would get Detention banned. This pro player in my game said, "You are from NA, I'm making sure you get banned," is what he said to me, and he was 1 in 14! 1 in 14! But wait, your account just got banned, right? Literally, we all got he banned. Said, in the game that I just played, he said, "I will make sure all..." Der Typ ist einfach genau Tyler One, kann er sein? Tanktop-Streamer mit dem gleichen Headset, toxic, sehr absolute Meinungen, also wirklich sehr absolute Meinungen, gerade zu dem, was er jetzt über Argon gesagt hat. Halt actually ist einfach die gleiche Person, bloß halt als Jungler und ist halt einfach ultra beliebt in der Nähe. Ultra beliebt auch nicht nur in der Nähe, sondern oftmals ist er sogar bei dem englischen Streamern, also englischsprachigen Streamern, die meistgeguckte Kategorie, die zweitmeiste Sprache sind meistens deutsche Zuschauer. Weil diese Art Toxicity tatsächlich richtig beliebt ist. Zieht einfach Viewer an und findet Leute cool. Also typische L9-Style, sag ich mal, ne? NA players will be banned. What the fuck? Dude! And I went to the bathroom, come back, and I'm banned. Originally speaking, TF Blade would get a 2-week ban for this toxic behavior though, but it wouldn't stop him from grinding in Korea, as he would log on to another account to avoid the ban. According to Dantes, during the, I guess you could call it the League of Legends Emergency Council, he would buy other accounts. Now this is pretty frowned upon and maybe illegal when it comes. Like, what did I just hear? Aber like, wenn ich das schon sehe, einfach so toxic Leute veransammelt, ne? Weil der Dude ist doch auch der toxic Dude aus Europa, Yamato, der war früher sogar Substitute in meinem Team, den habe ich getroffen. In ESG haben wir mit dem Dude, der sollte von Sase was lernen in 2018. Der kam dann ins Haus ran, er war super schüchtern, hat nie ein Wort gesagt und in Solo ist einfach immer toxic. Hat auch sein Aushängeschild, dass er toxic ist, so wie viele andere Streamer halt ebenfalls, ne? Einfach toxic sein. Alles, was sie sind. Das ist deren Persönlichkeit. Das ist so seltsam. Aber es ist einfach deren Persönlichkeit, einfach toxic sein. He would buy other accounts. Now this is pretty frowned upon and maybe illegal when it comes to Korea. Ja, obviously. Was heißt hier maybe illegal? This is because obviously ist es gegen die Terms of Service von Riot Games Accounts zu kaufen. Und in Korea ist es sogar, du musst dann deine Social Security Number faken. Was deswegen ist es wahrscheinlich sogar wirklich fast illegal. Und ist natürlich ansonsten nur gegen Terms of Service von Riot Games. Ist jetzt nicht im deutschen Gesetz drin, dass du nicht in Deutschland Accounts kaufen kannst, sondern halt, ne, Riot Games verbietet halt Terms of Service des Spiels. Aber in Korea halt vielleicht legit illegal wegen der Social Security Number, also. Legal when it comes to Korea, as buying accounts would amount to identity theft. This is because accounts in Korea are tied to someone's identity and taking ownership could amount to identity theft. I'm not a lawyer, obviously, so I assume this might be a gray area. But anyways, TF Blade would play on the bot account on stream, and what's likely is that Koreans who were hate watching, if I can use the word here, would report this on Korean forums, as now Riot would actually IP ban TF Blade because of the, you know, account hopping and as well as the toxic behavior. I mean, even if you look at the Korean forums, which I can link in the description, you can just witness how upset they are regarding TF Blade, and they are even looking down upon the Europe NA streamers as foreign kids, which I think is a bit funny to write. Going off on a bit. Hey, warum ist das funny to write? Die haben voll recht, die Koreaner. Dann kommen irgendwelche Idioten auf deinen Server rauf, machen damit crazy Zuschauerzahlen, sind die ganze Zeit toxic, machen Account-Sharing live im Stream und zeigen das, werden dafür obviously gebannt. So wie es immer gebannt wurde. Hä? Koreaner sind voll im Recht. Die sind vollkommen recht. Korea Riot hat komplett recht und nicht einen einzigen Fehler bisher gemacht in diesem, also von dem Video, was ich bis jetzt gesehen habe. Was Dummes kommt, kann sein. Watching what Dantes would say together with the other streamers is that TF Blade, together with Dantes, Aloys, Cenarius, and a few other streamers would be simultaneously banned or locked from their account. It's a bit of a clash of information, but long story short, they are unable to continue their run. And the reason why these other streamers were hit in the crossfire is that they're all in the same hotel, which makes them all have the same IP. Now that is fucking hilarious and sad at the same time. What? That was
stupid. I mean, most of the streamers who have traveled there haven't earned money off this trip yet, except for Dante's. The trip is quite expensive, I can imagine, you know, to travel back and forth, hotel costs over like 30 days, and as well as buying PCs and, you know, other equipment, and seeing the run ending like this is pretty tough financial wise. In addition, the alt accounts of Dante's and other streamers who had that in Korea would also be locked, indicating that it is indeed an... Also obviously dumm, wenn jetzt unschuldige Streamer auch gebannt wurden, weil wir gleich im Hotel drin sind, ist aber ein technisches Ding, ne? Du bannst halt die IP von dem Dude, wenn er nicht permanent seinen neuen Account erstellen kann, dann haben alle im Hotel die gleiche IP, ist halt scheiße, obviously. Muss halt die Accounts halt manuell whitelisten, die nicht ihm garantiert gehören, sondern einem anderen Streamer. Ansonsten bisher alles gut von Riot Games. Das sollten sie viel öfter machen. Legit mal ein Zeichen setzt gegen Toxic Streamer. Und das Geile ist ja auch, wenn er IP-Band ist, dann wird er hoffentlich auch IP-Band in NA. Weil vielleicht wird der Riot einfach konsequent zwischen den Regionen durchgreifen, weil das muss einfach mal aufhören, dass Aushängeschilder von League of Legends diese Art Playstyle und Game verkörpern. Weil wir sind eine Lacher-Community in anderen Communities. League of Legends ist darüber machen sich Leute seit Jahren lustig. Wegen Toxicity und wegen Bullshit wie das hier. Auch mal wirklich mal jemanden bannen und bannen lassen. Wäre geil. Also wirklich. IP ban. TF Blade would also make a statement on this. 3 bans in one day must be a record. I can't control myself from not flaming, trolling bad players when in this zone, and I will not apologize. Das hab ich gelesen auf Twitter. Ich konnte nicht mehr. Was für ein Clown. 3 Bans an einem Tag ist ein Rekord. Ich kann mich nicht selbst kontrollieren, wenn ich schlechte Spieler flamen muss. Ich werde mich nicht entschuldigen. Ist mir egal, ob sie ein Pro sind. Ich care über Winning. Und das schreibt er unironisch, während der Leute runterrennt, ihm in Jarren hinterherläuft, ihren Camps wegnimmt und Toplane aufhört zu landen ab Level 3. Meint der ernst? An welchem Punkt ist es so delusional geworden? Das ist für mich mal so die Frage. Das ist ein bisschen so wie Moneyboy. Kennt ihr Moneyboy-Chat? Er ist low-key eine Persönlichkeit, aber irgendwann wurde die Persönlichkeit zu seiner irgendwann wurde diese Stage-Persona zu seiner wahren Persona. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Typ actually so delusional ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er so delusional ist. Aber irgendwann, weil es halt im Stream so gut funktioniert, so toxic zu sein und so drauf zu sein, irgendwann wurde es zur Wahrheit. Feel me? Irgendwann wurde es halt zur Wahrheit für ihn. Und jetzt ist er wirklich so. Das ist einfach verrückt. Regardless of it they are pro or well known, I care about winning. It is just absolutely absurd that Riot Korea manually bans every account associated with the same IP address as our hotel. That is not a Riot account. If I had known that they would do some stupid shit like that for the sake of others, I would just not go on a second or third account trying to play on the Korean server. 90% of the community flames each other and just moves on. It is a competitive game and that means a lot of emotions when some people are playing to win. I admit I am toxic in game and deserve the ban, but so did so many others that just didn't get banned for toxicity, inting, and just overall trolling. Like Malice, who has been performing with no effort for past few years but untouched. Only thing that is unfair is to put the blame on me for Riot Korea being stupid and banning other streamers because I got banned. That is their decision and not mine. I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. Now it seems like Imagine, du fliegst nach Korea. Und dein ganzer Content ist toxisch sein, aber das Ziel ist ja, du triffst auf die besten Pros der Welt, weil die Chinesen und die Koreaner spielen ja auf koreanischem Server, Solo-Queue. Ne? Heißt, du hast die Chance, gegen die Besten der Beste zu treffen. Du kannst YouTube-Videos hochladen, im Thumbnail drin schreiben, oh mein Gott, TF Blade gegen Faker. Tolkien gegen Faker. Du kannst reinschreiben, oh mein Gott, I just laned against Doran oder Kana oder Zeus oder Bin oder 369. Und stattdessen flamest du sie in Solo-Queue, machst diese komplett Fake-Entschuldigung, die einfach dumm ist. Und sagst, dass du, also allein der erste Satz hat mich fertig gemacht bei der Nachricht, dass er Leute flamen muss, weil er competitive ist. Er muss Leute beleidigen, weil er halt gewinnen will. Hä? Er ist einfach, wie dumm kann man sein, doch? TF Blade is on his high horse here, but he's making a point that it is unfair to put the blame on him, but nevertheless... Ist nicht, also, das ist natürlich, ist es dumm, dass ja ein Streamer gebannt werden, aber es ist einfach technisch logisch, warum es passiert ist. Dass die Riot Games sich gedacht haben, Leute, wir punishen jetzt einfach alle, weil halt, wir haben halt die IP gewandt, total die gleiche IP. Ist nicht, also Riot hat es einfach nicht gewusst, wahrscheinlich auch, dass die vom gleichen Server aus spielen. Who knows, also vom gleichen Hotel aus. Jetzt ist das ist halt unglücklich, aber auch, ja, das kann Riot auf jeden Fall fixen. That is why Riot Korea did what they did, but Riot Korea did it in a wrong way, to say like that. So, you know, TF Blade does deserve to get banned, so to speak, but, you know, all the other streamers that got caught in Crossfire doesn't deserve to get banned, and the fact that Riot Korea is still steadfast in that decision is extremely unfair. A lot of people would not like this reply, especially in the quote retweet. I cannot control myself and I'm not sorry. Das Ding ist, wahrscheinlich Riot Games Korea hat einfach keinen Bock, das umzusetzen. Das würde ich mir vorstellen. Die haben einfach keinen Bock, darüber nachzudenken, wie sie das Hotel entsperren könnten oder sowas. Sowas in der Art.
I don't know. Tweets where you have other content creators, you know, hitting some jabs at TF Blade, saying that his take is quite bad, and so is his apology, I guess. I'll leave it to you to make your own opinion about that. Now, Dantes would talk to LS as he has a lot of contacts in Korea, and what would be concluded is that Riot Korea would not reverse the locks or the bans of the accounts, which is insanely unfair. I mean, these guys did nothing wrong. I'm innocent. Come on, man, I'm innocent. Playing well in their games, behaving, and, you know, not being toxic, all because of TF Blade, they were hit in the crossfire. So what's the good news regarding... Das ist actually voll cool. Obviously, ich kenne jetzt keinen von denen gut und die meisten von denen, also einige von denen sind sehr toxisch, aber no joke, mit so Leuten zu chillen, die halt auch, also alles in deren Leben ist halt League of Legends, von allen, die gerade versammelt sind. Das ist schon sehr chillig irgendwie. Mit so einer gemeinsamen Gruppe, das ist halt so ein bisschen E-Sports-Tage. Voll cool. Aber nicht nur die ganze Zeit drin sein, sondern zocken ist halt auch keiner cool für, wenn du dich mal persönlich triffst in Korea. Ist schon nice. this, well, LS would also help them get shiny super server accounts if that's what they wanted to do. So there's a good chance the trip might be saved, but as it stands, the whole EU versus NA run in Korea is crumbling. And in addition to this, what's crazy is that according to LS, TF Blade might be facing criminal charges, as in Korea, targeted online verbal harassment is illegal, and he was doing it against Korean pros. There was this famous case of Faker and T1 suing certain people due to excessive harassment against Faker. Aber nicht wegen Harassive, also was Faker gemacht hat war, es gab einen chinesischen Pro, der quasi High MMR Accounts bekommen hat und damit Faker konsequent runtergerannt hat, weil auch darauf gewettet wurde auf die Games. Auf Fakers Games wird er generell Solo-Queue gewettet, deswegen kann er mal nicht wirklich auf Account spielen, er muss meistens auf Hidden-Account spielen, weil er sonst einfach runtergerannt wird von Leuten, die halt von Wettseiten bezahlt werden und so ein Scheiß. Das ist ja echt schlimm, wenn du Faker bist, weil alle, wow, du bist halt sehr bekannt. Und daraufhin hat er dafür gesorgt, dass quasi chinesische Pro-Player nicht mehr so einfach auf den koreanischen Server kommen. Deswegen kriegen auch alle, die rüber nach Korea gehen, keine MMR, die hoch wäre auf den Accounts. Und da gab es den riesigen Vorfall auch mit den Competitive-Spielern sogar. So, es war so zweite Division LPL oder so, wo Faker den auch angezeigt hat und alles mögliche wegen halt Wettbetrug und all so ein Scheiß. War ganz dummer Vorfall auch. Famous case of Faker and T1 suing certain people due to excessive harassment against Faker. Anyways, the netizens of the Korean forums were at least advocating or suggesting that this might happen according to LS. It seems like a far bit of stretch, but you know, anything can happen in Korea, I guess. LS's manager Quest revealed some interesting information relevant to this. There are a couple of ways for your Korean account to get banned, apart from toxicity, you know, griefing and usage of third-party programs and stuff like that. First way is that you have to stop typing, especially if you're using a Riot account. While you probably won't get permabanned for the first offense, it will most likely lead to other punishments. 2. Most relevant to streamers and bootcampers, if you're not using a Riot account, then there's absolutely no way you can legally make an account in Korea. In most cases, they'll be buying accounts to grind. Usage of an account under someone else's name falls under identity theft laws. If you're lucky, then you don't get flagged by Riot, but if you do, then you'll get permanently banned. And the last piece of information, sometimes those in charge of Riot will wrongfully disable your account, as all those were registered to get a Riot account usually tells Riot Games how long they'll be using it, and sometimes people who are in Korea stay in Korea for a lot longer. This is a bit of worrying information, especially the second point, but as far as I'm concerned, Ellis is providing these accounts to the streamers, and he has pretty good contacts over there, so perhaps it's fine for them, with the exception of TF Blade, which is allegedly buying other accounts to avoid his ban. But all in all, this is definitely the most insane drama and turn of events I've heard about on the Korean side of things. Some streamers will probably continue their run, like Midbase, who didn't get affected by this, at least so far. And as for Dantes and the gang, it's very likely that they'll be moving towards the Chinese superstar. Also warte. Warte, was? Streamer, die unfair von Riot bestraft wurden wegen dieses Hotels-Dings, haben einen Riot-Account bekommen und andere koreanische Accounts. Andere waren gar nicht betroffen, also ist doch alles gut. No? Ist doch alles in Ordnung. Oder nicht? Der Typ, der toxisch war, wurde gepunished, verdient. Der Rest kriegt Accounts. Oder? Das ist ja komplett Clickbait dann, no? Wenn die eine Lösung bekommen haben. Also der Titel könnte einfach sein, TF Blade ist toxic, wurde Permabanned. Lol. Warum nicht? Die hat alle keine Riot-Accounts davor. Wenn sie keine Riot-Accounts davor hatten, dann sind sie reported. Kann man dann so dumm sein? Wenn sich alle Accounts gekauft haben, sollten sie keine Accounts kriegen können, of course. Die sind doch sogar im Stream drin. Also, hä? Du fragst Riot einfach an, krieg ich einen Account, ich bin Streamer, ich möchte gerne Solo-Queue spielen in Korea. Und Riot sagt, oh mein Gott, du machst so ein krasses Projekt, du fliegst um die Welt, um ein Spiel zu bewerben, auf einem Hype-Server, während Playoffs in China und Korea sind. Oh, ja, bewirb mein Spiel, kriegst Accounts. Das war letztes Jahr, was wir gemacht haben. Da habe ich Accounts angefragt für Freddy, Agurin und mich und dann haben wir auch noch MSI-Tickets bekommen. Und wenn du dann hinfliegst und du hast keinen Account vorher bekommen
und du machst on-stream Account-Sharing und kaufst dir einen Account, der mit einer Social Security-Nummer in Korea freigeschaltet werden muss, was er vielleicht als Identitätsdiebstahl zählt oder nicht, wie er spekuliert hat, who knows. Auf jeden Fall aber definitiv gegen die Terms of Service von Riot Games, ist vielleicht auch gegen das koreanische Gesetz, I don't fucking know. Kenne mich mit den koreanischen Gesetzen nicht aus. Dann bist du reported. Hä? Oh ja, aber Titel, das Video war wild. I don't know.